Andere Frauen werden auch verlassen. Die gehen doch auch nicht gleich anschaffen. Aber denen wird der Freund bestimmt nicht von der eigenen Schwester ausgespannt. Ups, na sowas? Ja, ich brauche deine Hilfe. Aber wenn du mir nicht traust, dann ruf doch die Polizei. Ach, sind die nicht süß? Ganz reizend. Gib mir mal die Eis. Nicht nötig. Hier, du Miststück. Sag mal, spinnst du oder was? Was soll das denn? Ey, süß. Du hast sie ja wohl nicht mehr alle. Ich hol Nachschub. Gibt's ja wohl nicht. Scheiße, so ein Mist. Guck mal. Scheiße. Also, echt schlagfertig, deine Schwester. Schlechtes Gewissen? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du mich so dazu kriegst, dir Andi zu überlassen. Übernimm bloß nicht die Verantwortung für das, was du getan hast. Du kannst mich doch nicht für dein Leben verantwortlich machen. Wie werd ich denn? Schließlich kannst du ja nichts dafür, dass mir irgendwer meine große Liebe ausgespannt hat. Weißt du was? Und dafür, dass es mir im Moment so beschissen geht. Dafür kannst du natürlich auch nichts. Mir wird das hier zu blöd. Okay, ganz langsam. Du bist Callboy. Dein Helikopter wurde just in dem Moment gestohlen, als du eine Kundin beglückt hast. Und zum Dank für deine tollen Dienste hat sie dich dann mit einem falschen Scheck bezahlt. Ich weiß, das hört sich alles sehr merkwürdig an. Damit aber noch nicht genug. Man hat ja auch noch das Geld vom Raub untergejubelt. Deshalb musste ich untertauchen. Das Geld ist der Beweis dafür, dass mir jemand ganz gezielt die Schuld in die Schuhe schieben möchte. Findest du? Du kennst mich. Ich würde sowas nie tun. Nach dem, was du mir gerade hier erzählst, bezweifle ich, dass ich überhaupt irgendwas über dich weiß. Aber ich bin dein Freund, du musst mir glauben. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich glauben soll. Kannst du mir helfen? Bitte. Was ist los? Ja, Ey, das war echt ein cooler Auftritt eben. cool. Von wegen. Ja, Ariane und Janine, die haben rumgezickt. Aber Konstantin... Sei hat's ja- endlich still. Das alles ist mir so peinlich. Wieso? Du warst super. Ich war total nackt. Und ausgerechnet für Konstantin. Naja, das hat ihn bestimmt nicht so gestört. Sehr witzig. Sorry, aber du hast echt keinen Grund, dich zu schämen. Los, komm. Ich will nach Hause. Holst du meine Sachen? Gib mal das Eis her. Bin gleich wieder da. Sie hat dir die Schuld gegeben? Ja. Angeblich hätte ich wissen müssen, dass sie das alles nur macht, weil wir sie damals so verletzt haben. Ja, klar. Ist natürlich immer einfacher, anderen die Schuld für irgendwas zu geben. Halt du dich da raus. Außerdem, ich hab dir 1000-mal gesagt, dass ich das nicht ab kann. Jedenfalls wollte sie, dass ich dich freigebe. Da habe ich ja wohl noch ein Wörtchen mitzureden. Jana, hin oder her. Ich liebe nur dich. Mann, das ist alles so verfahren. Wir sind doch Zwillinge. Früher wussten wir immer, wie es dem anderen geht. Und heute entfernen wir uns nur noch voneinander.
Sie war insgeheim die ganze Zeit in dich verliebt und ich hab's noch nicht mal gemerkt. Und du? Ich? Hast du nicht gemerkt, was mit dir los ist? Nee. Ich meine, ihr wohnt zusammen, ihr lauft euch jeden Tag über den Weg. Nein, trotzdem, ich hab nichts mitgekriegt. Ja, na endlich. Ich warte schon seit Stunden auf euch. Wo wart ihr denn so lange? Draußen. Ist alles arrangiert? Der Sarg mit dem Geld wird so schnell wie möglich nach Südamerika überführt. Und der Zoll? Die werden doch nicht die Totenruhe stören. Tote sind tot. Beleg doch mal einen Kurs in Schlagfertigkeit und Kommunikation. Hast du schon mal drüber nachgedacht, wonach die riechen könnte, Arschloch? Nach Friedhof? Hey, der Prediger ist schon in Paraguay und holt den Sarg ab. Da brauchen wir nur noch hinterher zu fliegen und die Beute aufzuteilen. Also. Ja, also eigentlich dürfte ich das ja gar nicht. Mein Daddy hat sicher nichts dagegen. Ja, aber du wohnst nicht mehr hier. Ich will doch nur hier auf ihn warten. Meinst du, ich klaue seine Unterhosen? Meinetwegen. Ich vertraue dir. Die Polizei sucht nach dem Besitzer des Hubschraubers. Gegen Gregor Mann wurde bereits Haftbefehl erlassen. Na? Hab ich euch zu viel versprochen? Keine Angst, du kommst auch noch dran. Das könnte dir so passen, was? Erst mal einen Topf ruinieren und dann einfach abhauen. Ach, dann hat dir die kleine Abkühlung nicht gefallen? Den Bikini, den zahlst du mir. Wenigstens war er nicht teuer. Wie kommst du denn jetzt bitte schön darauf? Also das Fitzelchen Stoff kann ja wohl nicht besonders teuer gewesen sein. Aber das war ein Designerstück. Ach, und der Designer war Nudist, ja? Wenn du mir nicht sofort das Geld gibst, dann zeige ich dich an. Zeig mich bitte an. Die Polizei will sicher auch mal Spaß haben. Wart's nur ab. Du heißt von meinem Anwalt. Janine, pass auf. Bring das Ding in die Reinigung und gib mir die Rechnung, okay? Kann ich sonst noch was für dich tun? Aber ich dachte, wir beide... Was? Die wären wir los. Das Geld zahle ich dir aber zurück. Quatsch, kommt überhaupt nicht in Frage. Allein der Anblick der dummen Gesichter, als du das Eis versenkt hast, das war jeden Cent wert. Sowieso hast du total cool reagiert. Findest du? Naja, und der Anblick vorher war ja auch nicht schlecht. Ein Gentleman hätte weggeguckt. Ja, schon, aber wer zu spät guckt, dem bestraft das Leben. Ich will in den Club. Kannst du mir vorher mal erzählen, was dein Auftritt vor Nico sollte? Es war ja klar, dass sie gleich zu dir kommt und alles petzt. Natürlich kommt Nico zu mir, wenn sie Sorgen hat. Ich bin ihr Freund und wir lieben uns. Danke, dass du mir das auch noch reinwirkst. Du klammerst dich da an etwas, was längst vorbei ist. Es tut mir leid, aber ich kann nichts daran ändern. Und ich will das auch gar nicht. Soll ich meine Gefühle einfach abstellen? Wie stellst du dir das vor? Nur damit Nico keinen Stress hat, die ist doch an allem schuld. Das ist auch nicht wahr. Ich habe mich damals in Nico verliebt. Und sie war es, die sogar dagegen war, dass ich mich von dir trenne. Deshalb hat sie es auch hinter meinem Rücken mit dir getrieben. Ich glaube, ich muss kotzen. Mach, was du willst, aber mach Nico nicht für deine Fehler verantwortlich. Verzeihung. Ich habe vergessen, dass Nico ein Engel ist. Vielleicht ist sie das gar nicht. Aber sie ist auf deiner Seite. Noch. Und jetzt? Zeigst du Gregor an? Also was mich angeht, hat es dieses Gespräch vorher nicht gegeben. Jedenfalls wünschte ich, es wäre so. Er hat mich einfach in eine unmögliche Situation gebracht. Er hatte keine andere Wahl, das weißt du. Aber es ist noch lange kein Grund, mich als Direktorin der Bank zur Mitwisserin zu machen. So, ich bin dann jetzt weg. Ciao. Ciao. Carla, er hat mit der Sache nichts zu tun.
Und da seid ihr euch so sicher? Vielleicht hat er auch einfach nur ein ganz besonderes Talent, Frauen was vorzumachen. Jetzt wirst du aber ungerecht. Bloß weil einer als Callboy arbeitet, heißt das noch lange nicht, dass er ein Lügner ist. Ganz genau. Außerdem macht er das nur so lange, bis sein Shuttle-Service endlich schwarze Zahlen schreibt. Eben. Wer weiß, was er dafür noch alles tun würde. Wenn seine Firma richtig in die Miesen steckt, vielleicht schreckt er auch vor einem Raub nicht zurück. Schöne Freundin. Was soll das heißen? Naja, du behauptest immer, Gregor sei dein Freund. Aber vielleicht weißt du es noch nicht. Echte Freunde erkennt man dann, wenn man sie braucht. Das muss ich mir nicht anhören. Carla. Ich schätze, jetzt bin ich zu weit gegangen. Naja. Aber wo du recht hast, Und jetzt? ist guter Rat wirklich teuer. Ich bin keine schlechte Freundin. Ist mir auch nur so rausgerutscht. Wenn du ein Problem hast, sagen wir mal, du müsstest aus deiner Wohnung raus. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl zu Hause. Stell dir vor, es wäre so. Ich könnte dir helfen. Die Keycard fürs Penthouse. Dort würde dich keiner finden. Muss ich das jetzt verstehen? Überleg mal. Wer kann denn im Moment nicht nach Hause? Tja, echte Freunde erkennt man eben, wenn man sie braucht. Weise Frau. Was? Hier die Ruhe zu genießen. Unten im Club ist die Hölle los. Willst du lieber allein sein? Ich hatte nur keinen Bock auf Quatschen. Was meinst du? Gibt es die große Liebe nur einmal im Leben? Keine Ahnung. Wenn das so wäre, dann wären wir beide ganz schön gearscht. Du und Vanessa? Du und Andi. Weißt du was? Ich glaube, die erste Liebe ist nur dafür da, dass man später weiß, wie es nicht geht. Aber muss das so wehtun? Offenbar. Wenn da oben ein Stern verglüht, dann gibt's auch immer noch ganz viele andere, oder? Insofern stehen unsere Chancen gar nicht so schlecht. Morgen. 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 Na, ihr habt ja ganz schön aufgefahren. Das Frühstück hat Jana gemacht. Dann bin ich bestimmt nicht eingeladen. Rührei. Mit oder ohne Arsen? Natürlich mit. Möchtest du auch was probieren? Also ich wäre bereit, mich als Vorkoster zu opfern. Das nenne ich wahres Heldentum, aber ich habe da jemand anderen gefunden. Jana, bitte. Mir fällt jetzt auch schwer, Pepper was abzuschlagen, aber ich will nicht, dass er dick und fett wird. Na komm schon. Oder glaubst du, ich würde süße kleine Hunde vergiften? Danke, ich bin pappsatt. Ja, aber ich will noch was. Nichts da. Der Rest ist für Andi, wenn der von seiner Spätschicht nach Hause kommt. Ach, daher weht der Wind. Und was ist, wenn Andi zu müde ist, um sich von seiner Ex-Freundin bemuttern zu lassen? Muss das sein? Das ist dann auch kein Drama. Dann bleibt eben mehr für dich. Soll ich oder soll ich nicht? Pro, Konstantin war gestern richtig süß. Wer zu spät guckt, den bestraft das Leben. Das heißt doch, dass er mich hübsch findet. Andererseits,
Vielleicht wollte er bloß nett sein. Kontra, wenn ich ihm jetzt das Buch gebe, mache ich vielleicht alles kaputt. Was mache ich bloß? Aha. Gut, können Sie ihm dann sagen, dass ich auf jeden Fall heute Abend noch vorbeikomme? Ja? Danke. Ciao. Und? Wir sind durch die Tiefgarage mit dem Fahrstuhl direkt ins Penthouse gefahren. Ich bin sicher, dass niemand Gregor gesehen hat. Gut. Dass er da untertauchen kann, ist echt nett von Carla. Aber auf Dauer ist es auch keine Lösung. Ja, aber wie sollen wir ihm denn sonst noch helfen? Naja, irgendwie muss er den Verdacht gegen sich entkräften. Tja. Das könnte der Anwalt von Lars machen. Aber solange er sich nicht stellt. Ich verstehe Gregor auch nicht. Der hat einen super Anwalt, der ihn zu einem Freundschaftspreis da rauspocken würde. Ja. Und Carla kommt in Teufels Küche, wenn irgendjemand raus... Meinetwegen müsst ihr nicht so geheimnisvoll tun. Ich glaube auch nicht, dass Gregor was mit der Sache zu tun hat. Gregor, da hast du dich verhört. Wir haben gar nicht über Gregor geredet. Auch wenn er ein Alibi hat, wenn er trotzdem einen Anwalt braucht, warum fragt ihr nicht mich, ob ich helfen kann? Willst du jetzt eine Gregor-Charity-Party veranstalten und bei deinen Fans sammeln? Ich mache kein Event aus der Not meiner Freunde. Gregor braucht keinen Anwalt. Wir haben schon einen. Aber wenn ihr trotzdem meine Hilfe braucht, mit viel Glück verfüge ich im Gegensatz zu euch über die nötigen Mittel. Tatsächlich. Ja, mein Vater hat zufällig eine größere Erbschaft gemacht. Dein Vater ist plötzlich zu Geld gekommen. Ja. Das Geld ist zwar noch nicht da, aber wir erwarten es täglich. Das ist aber ein Zufall. Sag mal, spinnst du? Bloß weil mein Vater unschuldig im Gefängnis gesessen hat, heißt das noch lange nicht, dass er ein Verbrecher ist. Vanessa, jetzt lauf doch nicht weg. Wir haben das nicht so gemeint. Wir wollen deinem Vater wirklich nichts unterstellen. Wir sind im Moment alle ein bisschen gestresst. Außerdem wissen wir ja, dass Bernd zur Tatzeit auf seinem Zimmer war. Ah, ja, es gibt ja auch Frauen, die das bezeugen können. Wie meinst du das? Naja, er hatte Damenbesuch. Das war nicht zu überhören. Was hast du denn? Nichts. Mir ist nur eingefallen, ich habe eine sehr wichtige Verabredung vergessen. Tschüss. Hi, Lisa. Da hat wohl jemand geahnt, dass netter Besuch kommt. Na, bringst du mir jetzt persönlich das Eis vorbei, was du mir gestern versprochen hast? Also, Eis habe ich keins, aber ich habe was anderes für dich. Weil du doch die Reinigung bezahlen willst und überhaupt. Wow, Erich Fried, das ist einer meiner Lieblingsdichter. Woher wusstest du das? Was macht denn der blöde Typ da drin? Naja, so blöd kann er ja nicht sein, wenn er Gedichte mag. Das ist super süß von dir. Jana liebt Andi immer noch. Was? Ich dachte... Ja, habe ich auch gedacht. Bis gestern. Wir haben uns tierisch in die Haare gekriegt und... Wenn sie immer noch Gefühle für Andi hat, ist das auch kein Wunder. Ja, aber heute Morgen hat sie wieder so getan, als wäre alles in bester Ordnung. Volles Friede, Freude, Eierkuchen. Sie hat sogar Frühstück gemacht. Komisch. Ich weiß überhaupt nicht, was in ihr vorgeht. Denkst du denn, dass Andi mögliche... Ich bin nicht eifersüchtig. Ich habe nur keinen Bock, dass das ganze Theater wieder von vorne losgeht. Dass sie ihn einfach nicht in Ruhe lässt. Ja, heute Morgen hat sie doch zumindest probiert, einen Schritt auf euch zuzugehen. Meinst du? Vielleicht tut ihr der Streit von gestern wirklich leid und sie hat einfach keine andere Möglichkeit gefunden, sich bei euch zu entschuldigen. Ja, kann natürlich sein, aber gestern hat sie echt fiese Sachen gesagt. Manchmal muss es eben erst richtig knallen, bevor man was beenden kann. Wenn du mich fragst, die weiß mehr, als sie uns sagt. Was meinst du? Ja, ihr Verhalten war mehr als seltsam, oder? Ja, das stimmt schon. Von einer Sekunde auf die andere war sie irgendwie komisch. Das könnte schon damit zusammenhängen.
Naja, auf jeden Fall solltest du es Gregor erzählen. Vielleicht kann er irgendwas damit anfangen. Du hast recht. Ich rufe gleich mal Petrus an. Gregor, geh mal ran. Ich verstehe das nicht. Der sieht doch meine Nummer auf dem Display. Was gibt's? Eine Kleinigkeit, die dich interessieren könnte. Vanessa war gerade hier. Na, Maus? Es hat sich ausgemost. Was soll das? Das wollte ich dich fragen. Das ist nicht so, wie du denkst. Weißt du, ich habe neulich 2 Mädels kennengelernt. Heidi und Gitta. Models. Naja, wir waren dann hier. Champagner, nette Stimmung. Und dann wollte ich die Musik ausmachen, weil ich komme so schnell aus dem Rhythmus, weißt du. Und naja, da bin ich wahrscheinlich auf den Aufnahmeknopf gekommen. Aus Versehen, weil du so in Fahrt warst, ja? Als ich es dann entdeckt hatte, dann habe ich mir gedacht, ja, so ein Souvenir. Gitta und Heidi fanden es auch lustig. Lustig. Ja, so zu dritt. Ich meine, hast du schon mal? Na komm, ist gut. Du bist so armselig. Vanessa, ich war unschuldig im Knast. Und ich war mit einer Lesbe verheiratet. Was glaubst du? Ich bin auch nur ein Mann. Und du hast noch nicht mal die Eier, mir die Wahrheit zu sagen? Stattdessen kommst du mir mit dieser ekligen Geschichte. Also gut. Ich habe den Landsteintransporter überfallen und das war sozusagen mein Alibi. Dann bist du also wirklich ein Verbrecher? Verbrecher? Die Lahnsteins sind die Verbrecher. Ich habe mir doch bloß genommen, was mir zusteht. Du hast einen Geldtransporter überfallen. Na, und die sind doch versichert. Und was ist mit Gregor? Den lässt du mal eben über die Klinge springen, ja? Irgendeiner ist immer der Dumme. Und ich habe vor, diesmal nicht diesen Part zu übernehmen. Mal schämst du dich gar nicht? Du hast doch selbst so unschuldig im Gefängnis gesessen. Vanessa, ich hab's doch auch für dich gemacht, hä? Wer liegt mir denn immer in den Ohren? Danke. Auf dein schmutziges Geld kann ich verzichten. Vanessa, mach doch keinen Unsinn! Pepper, aus. Brav. Jetzt. Du träumst wohl von Nico. Jedenfalls nicht von mir. Das weiß ich jetzt. Vielleicht finde ich ja wirklich irgendwo einen Stern, der nur für mich leuchtet. Darf ich dich fragen, was du da machst? Vanessa. Gregor! Ich dachte, Cecile und Nathalie haben dich in Sicherheit gebracht. Nicht nur das. Die haben mir auch erzählt, dass du deinen Vater im Verdacht hast. So ein Quatsch. Wie kommen die darauf? Cecile hat dir von Bernds angeblichem Alibi erzählt und da bist du kreidebleich geworden. Cecile hat da was völlig falsch verstanden. Vanessa, sieh mich an. Willst du zusehen, wie ich unschuldig in den Knast wandere? Willst du das?